Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist Dirk Nawrotzki und in diesem Video gebe ich dir eine anschauliche Zwischenbilanz zu den hintergründig wirksamen Kräften, die im vergangenen und neuen Jahr in meinem Leben wirken. Du erfährst dabei an meinem Beispiel häufige Herausforderungen hochsensibler Männer im Alltag. Du erfährst aber auch, dass ich inzwischen den Lohn für meine Mühen zur Gestaltung eines harmonischeren Umfeldes genieße und ins Reine kommen kann mit dem grundlegenden Zwiespalt zwischen Traum und Wirklichkeit, der in uns allen vorhanden ist. Vor allem aber erfährst du, worum meine wichtigsten Ziele und Bestrebungen kreisen. Liebe Community, der hochsensible Albert Einstein sagte einmal: Wenn's alte Jahr erfolgreich war, dann freue dich aufs Neue. Und war es schlecht? Ja, dann erst recht. Gerne wüsste ich, wie dir es in dieser Sturm- und Drangzeit geht, auch und gerade nach dem Dammbruch in die neue Epoche Ende März 2023. Schwerpunkt der hintergründig wirksamen Kräfte, die im vergangenen und neuen Jahr in meinem Leben wirken, liegt auf Selbstverwirklichung und Bestätigung meiner Individualität. Das alles hört sich zwar vielleicht ganz gut an, aber ich entdecke, dass die Herausforderungen dieser sehr anregenden, kreativen und befreienden Phase manchmal große Angstgefühle in mir auslösen. Das kommt daher, dass mir meine Beziehungen zu dir sehr wichtig sind und ich fürchte, das Gefühl der Verbundenheit zu verlieren, wenn ich mir die Zeit und Kraft nehme, die für meine eigene Weiterentwicklung und die meiner kreativen Talente notwendig sind. Mir ist daher auch sehr daran gelegen, in deinen Augen nicht selbstsüchtig zu erscheinen. Ich habe im Allgemeinen kein Problem damit, deine Bedürfnisse über meine eigenen zu stellen, aber jetzt fällt mir das schwer. Ich brauche jetzt sehr viel mehr Autonomie, als ich normalerweise für mich beanspruchen würde. Ja, es ist der Bereich der psychologischen Grundbedürfnisse, meine Sinnlichkeit, meine Gestaltungskraft und meine Beziehung zu den Kräften und Rhythmen der Natur, in dem jede Anstrengung in Richtung Selbstverwirklichung immer dazu führen wird, dass mein Gefühl der Stärke und meine Selbstachtung zunehmen werden, weil dies die 7. Sphäre Emotio ist, die für mich am stärksten angstbesetzt ist, und gleichzeitig liegt dort paradoxerweise mein größtes Potenzial. Gerade auch, wenn es um die primären Bedürfnisse nach Nähe und Berührung geht, nach Zärtlichkeit und Kontakt. Wie viele Menschen leiden heute geradezu an einem tiefen Mangel an nährenden Kontakten. Wie tief sitzt da doch oft der Hunger nach etwas Nähe und Zärtlichkeit. Und wie unsicher sind gerade wir Männer im Umgang mit diesen Bedürfnissen und Gefühlen. Durch den Beginn der industriellen Revolution und die 2 Weltkriege im 20. Jahrhundert, die damit verbundenen tiefgreifenden gesellschaftlichen Veränderungen und den neuen Fokus auf Produktivität und Effizienz hat sich unser Verständnis von Männlichkeit verändert. Seitdem wird offen gezeigte Emotionalität bei Männern außer Aggression stigmatisiert und häufig als etwas Negatives, ja, als etwas Peinliches gesehen. Es wurde für Männer in der westlichen Welt zunehmend wichtig, Merkmale wie Dominanz, Unabhängigkeit und Leistungsfähigkeit zu entwickeln
um sich gesellschaftlich, beruflich und sozial behaupten zu können. Allerdings zahlen alle Männer, wie ich in Tom Falkensteins Buch Hochsensible Männer gesehen habe, dafür einen hohen Preis. Und mit ihnen natürlich auch der Rest der Gesellschaft, ihre Partner, ihre Familien, ihre Kinder, ihre Freunde, ihre Geschwister, ihre Eltern und deren Freunde. Es betrifft uns also alle. Meine emotionalen Grundbedürfnisse waren lange Zeit ein innerer Feind, weil ich ihre Bedeutung leugnete, und sie machten sich durch gesundheitliche, finanzielle oder ganz alltägliche Schwierigkeiten negativ bemerkbar. Meinen spirituellen Idealen entsprach der Glaube, dass die Übererregbarkeit und emotionale Intensität, also die dunkleren, roheren und sinnlicheren Anteile meiner Persönlichkeit, durch strenge Askese transzendiert werden. Ohne Ideale wie die meinen würden wir alle heute noch in Höhlen leben und einander totschlagen. Mit strenger Askese ist aber wenig getan, denn untergründig arbeiten die wesenhaften Bedürfnisse in der Seele, drängen immer wieder zum Durchbruch und bestimmen über den weit ungesünderen und unnatürlicheren Weg der Kompensation und der Ersatzhandlung den größten Teil unseres Denkens, Fühlens und Tuns. Die verdrängte Not und der unerlöste Mangel diktieren dann unser gesamtes Reden und Verhalten. Wie wichtig ist es deshalb, unsere Bedürfnisse kennenzulernen. Nicht, um sie bedingungslos ausleben zu können, sondern um sie erfüllen oder verwandeln zu können. Nur wenn wir in Berührung mit ihnen sind, ist es möglich, sie zu verwandeln. Ich achte meine Bedürfnisse, die anders sein dürften als deine Bedürfnisse. Ich darf andere Bedürfnisse haben als mein Umfeld. Ich achte und liebe meinen hochsensiblen Körper, verehre ihn ekstatisch als Tempel des Herrn. Ich achte meine Gefühle als Stimmen meiner inneren Wahrheit. Ich vertraue mir selbst vollkommen und erlaube mir, meine Gefühle vollständig zu fühlen. Ich bin dankbar für meine Gefühle. Sie schenken mir Lebendigkeit und inneren Reichtum. Ich nehme auch meine Verletzbarkeit an. Ich versöhne mich mit meiner Wut und Trauer. In meinem tiefsten Kern weiß ich, wer ich wirklich bin. Ich darf mich authentisch so zeigen, wie ich bin. Ich bin eine sprudelnde Quelle der Kreativität. Wie du und jeder andere auch ein wunderschöner Kristall mit vielen Facetten in allen Regenbogenfarben. Ich bin auch ein Wesen voller Wunder. Ja, ich bin wertvoll. Darum ist vom psychologischen Gesichtspunkt eine verdrängte sinnliche Natur und der körperliche Genuss für die eigene Entwicklung genauso wertvoll wie die bewussten Überzeugungen. Wenn ich auf kreative Art mit dir umgehe, dann kann sie mir Substanz und Vitalität geben und mich dazu befähigen, echt und nicht nur scheinheilig zu lieben. Also was ich auch tue, ich muss es meiner eigenen Vision entsprechend tun, in meinem eigenen Stil und Geschmack. Ich muss den Mut finden, meine ganze Individualität zum Ausdruck zu bringen, mich mit meinem flügellahmen Eros auseinandersetzen und
mit meinem negativen Glaubenssatz, dass das, was ich in der großen energetischen Vernetzung mit einer Berührung von Herz zu Herz beim Austausch und der Entwicklung von Ideen zu bieten habe, unmöglich so interessant sein kann wie die kreativen Beiträge anderer. Also ob der Impuls zu tanzen, zu gestalten, zu malen oder in die Natur zu gehen und die geistige Atmosphäre der Wiesen, Wälder und Auen zu atmen. Der ganze Bereich des Gestalterischen, des Körperausdrucks und der Körpersprache fällt unter die Domäne von Emotio. Also repräsentiert Ratio die Grundlage der verbalen Kommunikation, unser Denk- und Sprachvermögen, dass wir Worte finden, formulieren und zusammensetzen bzw. einander etwas mitteilen können. Unser Intellekt, auch die reine Sinnenwahrnehmung, ja, unser Gedächtnis, unser Empfinden und unsere Empfindsamkeit. Mit einem Wort, alle Kompetenzen, die die heutige Psychologie unter dem Begriff psychische Funktion zusammenfasst. So verkörpert Emotio die der nonverbalen Kommunikation. Wir finden hier Vitalität und Sinnlichkeit von der ausschweifenden Genusssucht bis hin zur verfeinerten Form des künstlerischen Schaffens und einem tieferen Sinn für Schönheit, Harmonie und Ästhetik, für ausgewogene Form und Grazie in der Bewegung. Sinnlichkeit bezeichnet umgangssprachlich ja auch die Hingabe an das angenehme Erleben durch die Sinne. Aber während Begierde ein Besitzenwollen impliziert, hat Sinnlichkeit einen freien Charakter. Oft wird Sinnlichkeit auch als eine Form von Erotik gesehen, ist darauf aber nicht beschränkt. Durch die geöffneten Sinne kann ich das Schöne und Anregende dieser Welt sehr komplex und in großer Ekstase erfahren, mystische und scheinbar unerklärliche Fragen des Lebens für mich und andere klären. Auf Wunsch auch für dich. Das bedeutet aber auch, dass für mich Phasen von Rückzug und Regeneration zwischendurch besonders wichtig sind, damit ich mich nicht in den Begegnungen und Erlebnissen der Außenwelt verliere. Aber abgesehen vom eventuellen zu viel an Reizen, man spricht ja auch von der Reizüberflutung, ist es auch die Angst, und da bleibe ich ehrlich, ist es auch die Angst vor dem wieder aufsteigenden Schmerz, der in der Kindheit durch die falsche Behandlung entstand und verdrängt werden musste. Die Akzeptanz der Andersartigkeit ist mein Schlüssel zur Selbsterkenntnis. Und die Erkenntnis meiner extrovertierten Hochsensibilität vom Juli 2023 als Veranlagung des Temperaments macht mich zu einem authentischen Mann. Falls du mich vorschnell schon negativ mit Weichei oder Sensibelchen bewertet und stigmatisiert hast, dann entgegne ich dir heute selbstbewusst, Lösungen für Konflikte ohne Gewalt zu finden, spricht für eine hohe emotionale Reife. Ich bin kein Weichei und ich sehe mich auch in keiner Opferrolle, denn unter dem sanften und anpassungsfähigen Äußeren liegen viel Kraft, Stärke und Eigensinn. Meine Macht ist subtil und wer mich kennt, der weiß, ich bin ein Meister darin, andere subtil zu leiten. Ich mag es, mich zu zeigen und mitzuteilen,
wichtige Eigenschaften als Künstler, der auf der Bühne steht, als Redner, Kursleiter und Potenzialentfaltungscoach nach Gerhard Hüther. Hier kann ich die gleiche subtile Macht auf ein Publikum ausüben wie in einer Gruppe von Gleichgesinnten. Meine Fähigkeit, eine Atmosphäre von Harmonie und Stabilität zu schaffen, ist ein sehr wertvolles Talent. Ja, es ist subtil, aber äußerst machtvoll. Also größeres Selbstvertrauen und das starke Bedürfnis nach Selbstverwirklichung haben dazu geführt, dass ich im vergangenen Jahr meine persönlichen Beziehungen und meine Arbeitssituation in Frage stellte. Besonders da ich mich in einem für mich falschen, leistungsorientierten, verständnislosen und empathiearmen Studien- und Arbeitsumfeld selbst geopfert hatte. Ich muss mich für niemanden selbst opfern, auch nicht für den Staat. Klar, die Notwendigkeit, in Erziehung, Pädagogik und Schule gebraucht zu werden, bildet schon den wichtigsten Eckpfeiler für meinen Beruf. Ich bin offenherzig, einfühlsam und bereit, viel für andere zu tun, selbst wenn das manchmal bedeutet, auf meine eigenen Wünsche zu verzichten. Ich meine, wie sehr ich von anderen im Stich gelassen werde, ich weigere mich, meinen fundamentalen Glauben an die heilende Kraft der Freundlichkeit aufzugeben. Ich blühe in einer Umgebung auf, wo ich andere heilen kann oder wo es darum geht, Konflikte und Uneinigkeit zwischen einzelnen Menschen oder Gruppen zu bereinigen. Ich liebe es, die Menschen einander wieder näher zu bringen und zu erleben, dass ich dazu beitrage, das Leben anderer reicher und glücklicher zu gestalten. Deshalb lerne ich meine Grenzen kennen und zu achten, denn mein Einfühlungsvermögen und meine Hilfsbereitschaft führten dazu, dass man mich im Querbeer-Programm des Landes Berlin ausbeutete und als Feuerwehrmann zur Löschung eines nicht mehr löschbaren Großbrands im deutschen Schulsystem missbrauchte. Ich lerne aus einer größeren Unabhängigkeit heraus einzufordern, was ich wert bin und nicht ständig alles umsonst zu tun. Ein gutes Coaching für Hochsensible hilft mir dabei, realistischer mit meinen Grenzen umzugehen und ermutigt mich dazu, sich selbst zu schützen. Im Moment fühle ich mich zwar auch durch meine kreative Arbeit und andere Verpflichtungen etwas überlastet, erhalte seit dem Dammbruch in die neue Epoche aber auch den Lohn für meine Mühen zur Gestaltung eines harmonischeren Umfeldes. Ich kann ins Reine kommen mit dem grundlegenden Zwiespalt zwischen Traum und Wirklichkeit, der in allen Menschen vorhanden ist. Alle Anstrengungen, die ich unternommen habe, um eine gute Schul- und Berufsausbildung zu erlangen, sowie all meine praktischen Erfahrungen machen sich jetzt durch berufliches Fortkommen bezahlt. Und je mehr ich im Rahmen eines Reframing meine Biografie neu bewerte, umso klarer erkenne ich auch, worum meine wichtigsten Ziele und Bestrebungen kreisen, nämlich um den Ausbau meiner Bildungs- und Kommunikationsfähigkeit durch Symbole und Spiritualität entdeckendes und problemlösendes Unterrichten oder Schreiben und um meine Fähigkeit, Ideen spontan, offen und intuitiv zu vermitteln, auch und gerade mit Hilfe der neuen digitalen Technologien. Hier kann ich meine Sonnenkraft, meine Originalität und einen sinnvollen Kontext für meine Arbeit entdecken. Ja, Einblicke in höhere kosmische Zusammenhänge führen zum Wunsch, spirituell zu helfen und zu heilen. Das ist die zweite meiner insgesamt 9 hochsensiblen Stärken und Begabungen, Ursprung dessen,
worum meine wichtigsten Ziele und Bestrebungen kreisen. Ich habe jetzt mal die Videobildperspektive geändert, damit auch das ganze Schaubild gut anzusehen ist. Und hier in der von mir entwickelten Abbildung sehen wir nun vollständig die Dreigliederung des Menschen in der Psyche. Du wirst sehen, ich will auf das höhere Selbst hinaus, auf die Transzendenz, mit der sich hochsensible Menschen meist sehr stark identifizieren. Trotzdem solltest du vorab natürlich die Dreigliederung in seiner Ganzheit überblicken. Wir finden zunächst die unteren Sphären zusammengefasst als niedere Natur, die in ihrer ursprünglichen Form unsere egozentrische Persönlichkeit bildet. Schnittstelle zwischen Körper und Psyche bilden das zentrale Nervensystem, vor allem Gehirn, Rückgrat und Plexen, aber auch die Drüsen und das Blut. Hier entsteht unser Körperbewusstsein, indem wir die Sprache unseres Körpers, seine Mitteilungen, Signale und Symptome lesen und als Botschaften der Seele erkennen lernen, ihn auch als Tempel der Seele zu verehren wissen. Also im ersten Brief an die Korinther 6,19 heißt es ja: Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt und den ihr von Gott empfangen habt, und dass ihr nicht euch selbst angehört? Verherrlicht also Gott in eurem Leibe. Wie bewusst nehme ich meinen Körper wahr? Wie gehe ich mit ihm um? Wie weit pflege ich ihn und gebe ihm, was er braucht? Missbrauche ich ihn? Beute ich ihn aus in der Hetze des Lebens? Oder verhätschle ich ihn, ohne ihn zu fordern? Wie weit höre ich ihn, achte auf seine Signale? Das zentrale Nervensystem vermittelt hier in der 10. Sphäre stets nach zwei Seiten. Es integriert alle Reize, die du vom Körperinneren, aber auch von der Umwelt aufnimmst. Es verarbeitet also alle Informationen, die du aus deiner Umwelt aufnimmst und die dein Körper sendet, und führt jeweils zu einer Wahrnehmung oder Erregung oder natürlich auch beides, ne? Also Wahrnehmung und Erregung können ja gleichermaßen geschehen. Bei hochsensiblen Menschen eben zu einer feinen Wahrnehmung oder Übererregung im Falle der Reizüberflutung. Es koordiniert aber auch deine motorischen Bewegungen, ist also zuständig für deine Körperhaltung und Bewegungen. Und es reguliert auch die lebensnotwendigen Prozesse, die im Körper ablaufen. Also ich denke da zum Beispiel an deine Spontanatmung, die Thermoregulation oder den Schlaf-Wach-Rhythmus. Ja. So, es kontrolliert praktisch das Zusammenspiel aller Vorgänge deines Körpers. Emotio kennst du aus der modernen Psychologie als das innere Kind oder auch Kindheits-Ich. Bei Sigmund Freud war es das Es. Ratio auf der gegenüberliegenden Seite ist in der modernen Psychologie das Erwachsenen-Ich. Bei Freud war es schlicht das Ich. Zu beiden Sphären habe ich in diesem Video schon einiges gesagt. Im Zentrum unserer Persönlichkeit steht das Imagebewusstsein, das wir als Ego bezeichnen und das in der Medien- und Marketinggesellschaft 1982 bis 2020 entscheidend für den Erfolg als Marke und Unternehmen war. Sigmund Freud beschrieb diese 9. Sphäre hier als Über-Ich. Die moderne Psychologie bezeichnet sie auch als das Eltern-Ich oder der innere Kritiker. Ich meine ja, sie ließe sich auch als das Schul-Ich bezeichnen, weil sie in Elternhaus und Schule maßgeblich geformt wird durch positive und negative Glaubenssätze, die jeder von uns hat. Also ich mache mal ein Beispiel. Ich kann nicht singen. Warum?
Ja, weil in der Schule jemand mal gesagt hat, ich kann nicht singen. Oder weil ich eine schlechte Note mal bekommen habe, ja. Ähm, in Mathe bin ich schlecht. Warum? Ja, weil ich kann es einfach nicht. Ja, warum so, ne? Das heißt, da merkst du schon, das ist ein Glaubenssatz, den du über dich hast, der fast immer eigentlich, aus der Schulzeit, aus dem Elternhaus oder zumindest aus Kindheit und Jugend geprägt wurde. Natürlich auch manchmal später erst, aber gerade was solche Sachen angeht, wie ich kann nicht singen oder ich kann Mathe nicht gut oder ich bin nicht liebenswert oder aber natürlich auch positive, ja, also ich werde geliebt oder ich darf Spaß haben und solche Sachen. Also die werden sozusagen hier ähm, geformt, diese Glaubenssätze. Das passiert natürlich unbewusst, ne? So, hier bauen wir also nicht nur diese Glaubenssätze, sondern im Grunde ist das unser Fundament, auf dem unser Leben, unsere Erfahrungen, unsere Entwicklung, unser Wachstum und eigentlich unsere ganze innere Gestalt gründen und aufgebaut sind, ja? Hier sitzt unsere Imagination, also unsere bildhafte Vorstellungskraft, unsere Fantasie, unsere gesamte innere Bildwelt, aufgebaut aus allen aufgezeichneten Eindrücken unserer Sinne. Alle Wunsch, Angst, Leid, Traum, Ideal, Fantasie, Trug, Irr- und Wahnbilder unseres Lebens sind schließlich aus ihnen entstanden und haben hier ihren Platz. Und sie zusammen formen eben unser Selbstbild oder auch Ich-Bild, ne? Unser Partnerbild, unser Weltbild, unser Gottesbild, Glaubensbild und Lebensbild. Und während unser Selbstbild all das enthält, was wir meinen zu sein oder wovon wir uns einbilden, es sein zu müssen, um akzeptiert zu werden in der Welt, also zum Beispiel, ich muss normal sein, ich will so sein wie alle anderen, was bei hochsensiblen Menschen halt schwierig ist, weil sie sind halt nicht normal wie alle anderen, jedenfalls nicht in diesem Punkt, ja, aber man will halt dazugehören. Also während da eben das Selbstbild prägt, so bringen eben Welt- und Lebensbild vor allem unsere Auffassung zu Sinn und Zweck der Welt und des Lebens zum Ausdruck. Also sämtliche Vorstellungen, wie die Welt sei oder sein solle, wie auch unsere Haltung gegenüber dem Leben, haben eben darin ihre Wurzeln. Und unser Fundament umfasst alle Bilder in uns wie eine Ansammlung von Korsetts, in die wir uns und andere versuchen hineinzupressen, ne, um eben unserem inneren Bild gemäß gut dazustehen in der Welt. Du kennst bestimmt den Spruch, was nicht passt, wird passend gemacht. Das ist genau das, was hier passiert. Ja? Alles, was irgendwie nicht in unser Bild passt, also in unser Selbstbild, Weltbild, Gottesbild und Lebensbild und was nicht sonst noch, das wird dann irgendwie passend gemacht. Es muss ja irgendwie zusammenpassen mit dem, was wir da in unserem Kopf uns zurechtgezimmert haben. Ja? Und da könnten wir jetzt wirklich sehr lange darüber reden, weil das ist eine sehr, sehr, sehr wichtige Sphäre, die auch gerade was Lernen, Entwicklung, geistige Entwicklung, was ganz wesentlich ist. Also zum Beispiel eben auch unsere Vorstellungen von Lernen, nicht? Die sind nämlich auch genau dort mit drin. Dass also Lernen zum Beispiel, das ist ja ein Glaubenssatz, der ganz viele, also den ganz viele haben, dass Lernen etwas sei, das muss, also das ein Muss ist. Ja? Lernen ist etwas, das muss ich, aber das will ich nicht. Lernen macht auch nicht unbedingt Spaß. Woher kommt das? Na, das ist eben ein Glaubenssatz, der da in dieser Sphäre geprägt wurde und natürlich, ja, in dem Falle dann natürlich maßgeblich durch die Schulerfahrungen geprägt. Ne? Ähm, Ja, also all unsere Vorstellungen, Wertungen, Meinungen und Bilder über die Menschen, uns selbst, Gott und die Welt liegen hier in der Seele eingegraben, so wie wir sie in sie hineingebildet haben.
Und sie bilden das Material all dessen, woraus wir unsere Fassade, unsere Maske erbauen, ja, wie wir nach außen hin erscheinen möchten und uns geben in der Welt. Jede Form von Einbildung kann sich hier entfalten. Also ich meine, oftmals bringen ja gerade die großartigsten Schulen und Ausbildungen die gewaltigsten Einbildungen hervor. Und alles pressen wir eben in Wertungen, Vorstellungen und Bilder. Und wie gesagt, da könnten wir lange drüber diskutieren, aber das ist es sogar auch mal wert. Das würde jetzt aber hier eben zu weit führen, inwieweit wir eben tatsächlich damit auch die Welt, das Leben, unsere Mitmenschen und uns selbst vergewaltigen. Wichtig sollte für dich an der Stelle sein, um eben diese Dreigliederung zu verstehen, dass sozusagen unser tägliches Leben, also der ganz einfache Alltag, dass der sich meist auf diesen dreieckigen, dreidimensionalen Raum eines vorwiegend personalen, weltbedingten und mechanischen Erlebens begrenzt. Meine Erfahrung, und du kannst es für dich prüfen, ob du das also auch so siehst oder ob du das anders erlebst, meine Erfahrung ist, dass die meisten Menschen eigentlich sich nur in diesen niederen Sphären bewegen und ihr ganzes Leben nicht in höhere Sphären kommen. Was dann wirklich trennt von den Menschen, zu denen ich mich zählen würde, die überwiegend in diesen höheren Sphären sich aufhalten. Ja, wie gesagt, wir kommen ja jetzt nämlich drauf. Also alles tiefere, überpersönliche Menschsein und Leben beginnt praktisch erst jenseits dieses Horizonts, ja, der als horizontaler Pfad aufgespannt ist zwischen Ratio auf der einen Seite und Emotio auf der anderen Seite. Und erst wenn unsere verborgenen Bedürfnisse und Fähigkeiten erwachen und wir auf dem Weg der Selbstfindung diesen Horizont im Bewusstsein überschreiten, sprechen wir von einem allmählichen Eintreten in ein überpersönliches, überweltliches Bewusstsein und Sein. Mit dem Überschreiten dieser Schwelle erst dämmert uns der wahre Sinn unseres Lebens. Und damit beginnt das allmähliche Erwachen aus einem Dornröschenschlaf. An dieser Schwelle befinde ich mich derzeit, obwohl ich vor etwa 30 Jahren schon meine erste Zeit der Berufung erlebte und einen Teil meines wahren Ichs mit dem Musikstudium im Hauptfach Chor dirigieren auch bereits verwirklichen konnte. Also wie die Persönlichkeit ihr Zentrum in unserem Imagebewusstsein hat und ihr ganzes Leben auch ums eigene Image kreist, so hat unsere Individualität ihr Zentrum im wahren Selbstbewusstsein, unserem Wesenskern. Und jeder, der sich selbst bezeichnet, seinen innersten Kern beteuert, wie ich vorhin, weist mit dem Finger oder der Hand stets auf seine Brust, wo das geistige Herz des Menschen, auch Anahata Chakra genannt, seinen Sitz hat. Das oberste Dreieck nun spiegelt unseren göttlichen Kern, unser kosmisches oder Christus-Ich. Es offenbart sich in seiner Dreieinigkeit als reines kosmisches Bewusstsein, als Einblick in höhere kosmische Zusammenhänge auf der einen Seite. Das ist auch der Pluspol, ja, und Verständnis höherer kosmischer Zusammenhänge auf der anderen Seite, und das ist der Minuspol. Und ich glaube, wenn wir an dem Punkt sind, dann verstehst du jetzt, also du solltest jetzt, glaube ich, verstehen,
was hier eigentlich mit dem Schaubild dargestellt ist, nicht? Wir haben die Polarität. Wir haben also 3 Säulen, nämlich einmal den Pluspol, das ist die Säule der Güte oder auch die Säule der Barmherzigkeit. Wir haben den Gegenpol, das ist der Minuspol, wobei das nicht wertend ist. Plus und Minus sollen nur einfach die Polarität angeben. Ja? Das ist die Säule der Strenge oder auch der Stärke. Und wir haben als den ausgleichenden Pol in der Mitte, das ist die Säule des Bewusstseins. Aufsteigen vom Körperbewusstsein übers Imagebewusstsein ins Selbstbewusstsein hinein bis ganz nach oben ins kosmische Bewusstsein hinein. Ich bin mir tief intuitiv der ursprünglichen Einheit und Verbundenheit aller Menschen und Lebewesen im Kosmos bewusst, in der es nur Liebe gibt. Ich sehe alles Geschehen und Leben im Großen wie im Kleinen, als Wechselspiel widerstreitender, im Wesen jedoch einander ergänzender Polaritäten. Naja, und ob ich dieses kosmische Bewusstsein nun auf religiöse oder spirituelle Weise zum Ausdruck bringe, ich nehme andere grundsätzlich erstmal nicht als anders wahr, sondern spüre, dass sie aus dem gleichen Stoff gemacht sind wie ich selbst und auch aus der gleichen luminosen Quelle der Liebe stammen. Du kennst diese allumfassende Liebe vielleicht auch von einer Nahtoderfahrung oder Menschen mit einem Nahtoderlebnis. Also ein großer Teil der Betroffenen beschreibt ja einen Übergang, der am häufigsten als Durchgang durch einen Tunnel beschrieben wird, an dessen Ende helles Licht zu sehen ist. In 40-77% der Nahtoderfahrungen nimmt die Person ein helles, weißes Licht wahr. Und das Licht wird je nach Religionszugehörigkeit als göttlicher Kern, gottgleicher Sonnenfürst und Erzengel Michael oder eben als Widerspiegelung des allerhöchsten kosmischen Bewusstseinszustandes von uns Menschen identifiziert. Wie auch immer, wegen meines höheren kosmischen Bewusstseins fühle ich als Empath, wie viele hochsensible Menschen, deinen Schmerz als meinen eigenen und empfinde auch deine Träume und Sehnsüchte als die meinen. Deine Träume und Sehnsüchte nach Erfüllung, Erfolg und Überwindung von Herausforderungen als Grundlage fürs persönliche Wachstum vom Imagebewusstsein zum wahren Selbstbewusstsein in Schönheit, Harmonie und Stabilität. In meiner Kindheit erwies sich diese Gabe als schwierig für mich, weil ich mich von der unausgesprochenen, unschönen, disharmonischen und instabilen Atmosphäre in meinem Elternhaus nicht selten überwältigt fühlte. Im Erwachsenenleben kann dieses Talent sich jedoch im richtigen Arbeitsumfeld als immenser Vorteil erweisen. Ich bin offen für die kollektive Psyche, was bedeutet, dass ich mich deren Reichtum bedienen kann, um kreativ tätig zu sein. Meine Fantasie ist nicht nur angefüllt mit den Bildern meiner eigenen Innenwelt, sondern auch mit den archetypischen Sehnsüchten und Träumen der ganzen Menschheit. Mit dieser Fähigkeit, das ist sehr neu für mich, ich lerne da unglaublich dazu, verfüge ich bei jeder kreativen Tätigkeit über eine große Kraft. Auch auf die spirituellen Strömungen dieser Zeit bin ich eingestimmt und ich fühle mich getrieben, auf die Bedürfnisse der Gesellschaft zu reagieren, indem ich auf direktem Weg Chormusik, Musik, bildende Kunst, Religion, Philosophie, psychologische Astrologie, Kultur- und Medienpädagogik oder die universelle Kabbala als jüdisch-christlichen Einweihungsweg beziehungsweise Tantra
die Hohe Schule spiritueller Erotik fächerübergreifend unterrichte. Und ich erreiche das auch auf indirekte Art und Weise, indem ich, wie mit diesem Video, selbst kreativ arbeite oder die Kreativität in anderen Menschen wecke und fördere. Besonders stimulierend finde ich in diesem Zusammenhang nämlich, was Zukunftsforscher und Prognostiker Dr. Christoph Niederwieser bei seinem Online-Vortrag vor wenigen Tagen zu den größten Chancen der kommenden Jahre sagte. Er sagte, in der alten Epoche von 1802 bis 2020 war der Körper das, was am schnellsten Schaden nahm. Deshalb zielt unser Gesundheitssystem primär darauf ab, unsere Körper zu reparieren. In der neuen Epoche steht aber immer mehr der Geist im Fokus, wie wir Psyche und Geist reparieren bzw. gesund halten. Die Zunahme an psychiatrischen Erkrankungen ist ja jetzt schon enorm. Niederwieser spricht mir aus der Seele, wenn er sagt, Menschen dabei zu helfen, ihren Fokus wieder ins Hirn, also in ihren Einklang von Körper, Psyche und Geist, beziehungsweise in ihren Wesenskern zu bringen. Das ist ein absoluter Zukunftsberuf. Er wies auch darauf hin, dass der Yoga-Boom der Vorhut zur neuen Epoche, der ja vor allem eine körperliche Praxis war, die mit lauter Musik untermalt war und zu der tiefer Atem und gemeinsames Schwitzen in einem vollen Raum gehörte, also der Hype um diese stark physischen Praktiken, die intensive Körperarbeit als Lifestyle-Ding, ja, dass der bereits seit einigen Jahren vorbei sei und schon in 2 Jahren abgelöst wird wohl von Disziplinen, die Körperbewusstsein und kosmisches Bewusstsein verbinden, wie der Kundalini-Yoga, der die Erweckung der Kundalini-Kraft ebenfalls als bedeutender Aspekt betrachtet, wie der Tantra-Yoga als achtsamer Weg zu spiritueller Sinnlichkeit, eine uralte spirituelle Lehre aus Indien, die mich verzaubert, wie es sonst nur einer Geliebten gelingt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht. Du kannst mir das auch gern mal in die Kommentare hineinschreiben. Aber Spiritualität und Sinnlichkeit, das waren 2 Begriffe, die bekam ich inhaltlich nicht zusammen. Der achtsame Weg zu spiritueller Sinnlichkeit, also Tantra-Yoga macht's möglich. Und ja, also ich finde das mega spannend. Schreib mir mal in die Kommentare, wie du das siehst, ob du davon gehört hast, ob du dir das vorstellen kannst und was du dir darunter vorstellst. Das wäre sehr interessant für mich. Ich denke, meine Talente nutze ich am besten in Bezug auf andere, weil ich die Fähigkeit besitze, sich mit den Gefühlen anderer Menschen zu verbinden und sich mit deren Hoffnungen und Sehnsüchten zu identifizieren. Ich brauche keine großen Erklärungen, ich spüre instinktiv, was andere wirklich brauchen, auch wenn sie selbst noch keine Ahnung davon haben. Ja, ich bin tatsächlich ein guter und feinsinniger Musiker, aber eben auch ein hervorragender Lehrer. Deshalb, weil ich empfänglich fürs echte Lernbedürfnis anderer bin und weil ich den Ton meiner Stimme und meine Reaktionen eher individuell ausrichte. Orientierungswissen statt nur reines Verfügungswissen vermittle. Und ich verfüge schon auch über die Gabe, mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, auf die ich besonders einfühlsam reagiere. Aufgrund meines enormen Einfühlungsvermögens für alles Verletzliche in anderen Menschen spüre ich das Verlangen zu helfen und zu unterrichten. Es ist aber genauso möglich, meine diplomatischen Fähigkeiten in eine Gruppe oder Institution einzubringen, indem ich als Geburtshelfer fürs Potenzial einer Gruppe fungiere und
als Potenzialentfaltungscoach nach Gerald Hüther denjenigen weiterhelfe, die versuchen, ihren Weg zu gehen. Mein Ziel bleibt, spirituell zu helfen und zu heilen, durch fantasievolles Erschaffen von Erlebniswelten, die Menschen direkt und unmittelbar ins Geschehen hineinziehen und mitreißen. Ich möchte etwas Eigenständiges erschaffen, neue Lernwelten gebären, Lernwelten, die den Menschen seelische Heimat geben, gleich einem schöpferischen Geburtsakt. Mir schwebt eine entdeckende und problemlösende Bildungsgesellschaft vor, die sich unter Achtung der 4 psychologischen Grundbedürfnisse und der großen energetischen Vernetzung mit einer Berührung von Herz zu Herz an meiner Seite darauf konzentriert, die Unterschiede zwischen den verschiedenen Lebenskulturen zu überbrücken und in Kooperation friedlich, harmonisch und ästhetisch zu leben, um das Potenzial aller zu entfalten und die Bildungsgesellschaft als Ganzes zu stärken. Mein Auftrag der eigenen Generation gegenüber ist, mein Image in der Öffentlichkeit authentisch zu halten, meine hochsensiblen Gaben zum Bild zu machen. Und ich hoffe, es gelingt. Denn es geht nicht darum, meine Persönlichkeit zu verstellen, um gefällig anzukommen. Es geht darum, meine Persönlichkeit so lange zu kultivieren und aus dem Rohdiamanten herauszuschleifen, bis sie eine große Faszination und Anziehungskraft auf Menschen ausübt. Ich arbeite hart, um mir mein eigenes Revier zu erschaffen, ein Reich, in dem ich eigenmächtig walten und gestalten kann und wo ich im ewig jugendlichen Geist die sprudelnde Quelle der Kreativität sein kann und eine Heimat schaffe, einen seelischen Hafen für mich und die meinen. Ich erschaffe meinen Garten der Liebe, in dem man eintauchen und ganz Mensch sein kann. Deshalb versuche ich daran zu denken, dass Selbstbestätigung nicht dasselbe ist wie Selbstsucht. Ein tiefes Gefühl für Sinn und Bedeutung eröffnet mir nämlich die Türen zu vielen neuen und kreativen Ideen und Unternehmungen, die mein Leben erfüllter machen. Ärzte, Berater und enge Freunde finden gut, dass ich trotz meiner Ängste den Mut finde, sich Raum und Zeit zu nehmen, die ich jetzt brauche, um mit neuen kreativen Unternehmungen zu experimentieren bzw. physisch und geistig auf Erkundungsreise zu gehen. Das gibt mir das Gefühl, Bürger einer größeren Welt oder sogar ein Weltbürger zu sein. Ich versuche, die potenzielle Freude und Ausdruckskraft dieser Zeit nicht dadurch zu dämpfen, dass ich zu viel darüber nachdenke, ob du mich auch dann noch akzeptierst, wenn ich meine Grundbedürfnisse und Werte klarer definiere. Wenn jemand in meinem Leben etwas dagegen hat, dass ich einfach ich bin, sollte ich die Basis dieser Beziehung ernsthaft in Frage stellen. Dies ist eine Zeit, in der ich mich selbst an die erste Stelle setzen muss. Ich versuche, mich auf mich selbst zu verlassen und jede Gelegenheit zu nutzen, die sich mir bietet. Dir und deinen Liebsten wünsche ich von ganzem Herzen ein gesundes, ein friedvolles und ein frohes neues Jahr. Wenn das Video hilfreich war, dann lass doch einen Daumen nach oben da und teile das Video mit Freunden und Kollegen. Wenn du kein Video mehr verpassen willst, dann abonniere den Kanal. Und wie immer gilt, wenn du Fragen hast,
Dann ab damit in die Kommentare.